Wie entsteht Bewegungsunschärfe? Ein Erklärfilm von Anna Müller. Stell dir vor, du bist bei einem Autorennen und fotografierst vorbeiziehenden Rennwagen. Später guckst du dir die Fotos an und bemerkst, dass die abgebildeten Autos unscharf sind. Du bist dir sicher, dass du die Autos fokussiert hattest und die Kamera auch nicht verwackelt ist, denn du hast ein Stativ verwendet. Also, was ist das? Hierbei handelt es sich um Bewegungsunschärfe. Dies ist eine Art der Unschärfe, welche aufgrund der Bewegung von Objekten während des Fotografierens auftritt. Doch wie entsteht dieses Phänomen? In einer Kamera befindet sich ein Verschluss, welcher zum Beispiel als Zentralverschluss verbaut ist. Wird der Auslöser der Kamera gedrückt, gleiten die Lamellen des Verschlusses übereinander, sodass eine kreisförmige Öffnung entsteht. Durch diesen Vorgang wird das Filmmaterial für die Belichtung freigegeben. Jetzt kann das Licht des fotografierten Motivs durch das Objektiv auf den Bildsensor oder Film fallen. Während der Belichtung wird die einfallende Lichtmenge auf den Bildsensor oder Film addiert, wodurch eine Abbildung entsteht. Sollte sich ein Objekt oder die Kamera während dieses Vorganges bewegen, so bewegt sich auch das Bild, welches durch das einfallende Licht transportiert wird, auf dem Filmmaterial. Durch die Bewegung wird das Motiv an verschiedenen Positionen auf dem Filmmaterial abgebildet. Dies bedeutet auch, dass das vom Objekt reflektierte Licht an verschiedenen Punkten des Filmes addiert wird. Dadurch entsteht der Eindruck, als ob man mehrere Aufnahmen macht und diese zu einem Foto überlagert. Im Endresultat wird das bewegte Objekt verschwommen dargestellt und hinterlässt eine Spur in Richtung der Bewegung. Nach einer vorher eingestellten Zeit, der Belichtungszeit, gleiten die Lamellen des Verschlusses wieder auseinander. Dadurch wird der Aufnahmeprozess dieses Bildes beendet, denn es fällt kein Licht mehr auf das Filmmaterial. Abschließend ist noch zu sagen, dass man die Bewegungsunschärfe zwar in den meisten Fällen verhindern möchte, aber sie doch in gewissen Bereichen der Fotografie erwünscht ist. Zum Beispiel in der Sportfotografie wird Bewegungsunschärfe bewusst eingesetzt, damit Geschwindigkeit und Bewegung im Bild eingefangen wird.